Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake American Nightmare. Endlich können wir weitermachen hier mit unserem dicken Colt in der Hand, den wir ja letztes Mal gefunden haben. Ja, und ich denke mal, wir warten gar nicht lang. Wir haben ja genug getrödelt im letzten Part. Und gehen hier direkt mal zu Emma, um mit ihr über das Aufladen der Batterie zu sprechen. Aha, schauen wir mal, was sie dazu zu sagen hat. Emma! Hier, Tante Emma-Lädchen, super. Gehen wir mal rein. Found the battery. Okay, I'll charge it. Here. Try not to get killed. Okay. I'm gonna take care of this. Try to stay calm. Look, what if you stay here with me, please? I'm sorry, but if I don't deal with this, no one else will. Yeah, I guess. It's just that this is getting really creepy. I believe this is real, but I don't understand any of it. I'm getting scared. I can't believe you're so calm. I get scared, but I've had a lot of time to get used to it. That helps. The guy who looks like me is the reason this is happening. I caught up with him, but he swept me back here. Back in time. Yeah, it's a trap. We'll be doing this forever unless I can break out of it. How are you gonna do that? I'm working on it. I came prepared, but things got kind of scrambled when I arrived. I'm tracking down the things I need. Yeah, well, feel free to climb back into your DeLorean or whatever it is you do. Geil, eine Anspielung auf Back to Future. Okay, oh, hier liegt wieder diese geile Nagelpistole. Oh, da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Da müsste ich mal einen coolen Revolver ablegen. Den behalte ich dann doch lieber, weil den wollen wir jetzt mal ausprobieren. So, hier an die Seite kommen wir immer noch nicht dran, weil wir haben ja eigentlich noch keinen Schlüssel. Oh, hier liegt eine Blendgranate. Gucke mal an. Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht wieder dieses eine Lied da einspielen, dass ich den Part wieder bearbeiten muss. War ja das letzte Mal so, als ich dann an dieser Stelle war. Da wurde ja, ich weiß jetzt nicht, wie das Lied heißt, aber da wurde ja so ein tolles Lied eingeblendet. Kennt man aus FIFA 13 auch, glaube ich. Und ja, wurde mein Video prompt gesperrt. Sowas Blödes. Aber diesmal wissen wir es ja besser. Ja, hier haben wir wieder zwei so... Oh. Ja, das ist aber schlecht, wenn ich so viel Schuss für die brauche. Obwohl, da haben wir wieder 24 Schuss bekommen. Na, komm her. Wo ist der andere? Na, wir bewegen uns mal langsam schon nach oben, oder? Die sind ja nicht so angriffswütig hier. Ihr habt doch einen Vogel! So, und... So, naja. Okay, passt soweit. Laden wir direkt nach und gehen hoch zum Ölfeld, um die Geschichte zu verändern. Ist ja alles nicht so neu, aber mal gucken, was jetzt für eine Herausforderung daraus entsteht. Da höre ich doch schon wieder Raben. 3 Schuss brauchen wir, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Dieser. Ah, shit. Drecksack, du. Haut ab. Ah, ja, jetzt kommen wirklich ein paar mehr. Wow. So. 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 Mal nachladen und dann ist der nämlich dran. 1. Oh, der hat schon 2 abbekommen, genau. Gut. Weiter geht's. Better get ready to run. Ja, diesmal gleich wegrennen oder was? Also wie war denn das nochmal? Das Rad war angebracht, das Öl floss, die Batterie wurde angeschlossen. Da oben muss ich, glaube ich, hier dieses Rädchen wieder dran machen. So, das müssen wir, glaube ich, auch drehen, ne? So, kein Problem. Dann war hier drüben der Strom, glaube ich. Genau, so. Nochmal Pumpgun-Munition, die ich jetzt nicht einsammeln kann. Kommt man eigentlich von hier, oder? Oh, hier ist gar nichts. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. So, was fehlt jetzt noch? Die Musik fehlt noch, ne? Genau. Hoffentlich ist das diesmal ein anderes Lied, sonst muss ich wieder schneiden. Gucken wir mal.
So, da bin ich wieder. Ich habe extra nichts gesagt, damit wir auch nichts verpassen, weil das Lied werde ich wieder rausschneiden müssen, beziehungsweise verfälschen müssen, damit das, wow, 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 scheiße hier. Reich doch aus, Mensch. Wow. Der Dicke hier. Jetzt bist du nämlich dran. Aua. Aua. Hat der mich jetzt hier geschubst oder was? Ich dich gar nicht so aufspielen. Blöder Sack, du. So. Okay, dann jetzt schnell wieder runter. Ah, was soll man davon halten? Es war ja irgendwie jetzt doch wieder genau, also wirklich hundertprozentig genau die gleiche Videosequenz wie beim ersten Mal spielen. Quasi recyceln alter Spiele, Erfahrungen oder wie man auch immer das jetzt nennen sollte. Muss man ein bisschen skeptisch sein, ne? Weil eigentlich ist das ja nicht so okay. Früher hätte man das noch als, ja, eigentlich kann man sagen, das ist Backtracking. Aber gut, wir sind ja gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Emma, I'm coming. This is not a bad thing. Nothing. Oh, von hinten. Eieiei. Eieiei, ich wollte doch eigentlich gar nicht hier. Eieiei, nein. Oh, wir sterben gleich, wir sterben gleich. Oh mein Gott, ich wollte eine Blendgranate werfen, ich weiß nicht mehr wie. Wow. So. So. Alles klar, jetzt haben wir es wieder im Griff. Leute, ich habe echt vergessen, wie ich eine Blendgranate werfe. Es war Q, ne? Einfach Q. Probieren wir gleich mal aus. Ne, es ist nicht Q. E auch nicht. Ach so, Maustaste was. Meine Güte. Also die Mausrad-Taste. So. Haben die das sogar überlebt hier? Ach so, hier, das sind ja wieder die sich aufteilen. Alles klar, kein Problem. Kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. So. So. Und so. 3 haben wir noch. Boah, du Drecksack, du warst jetzt aber schnell hier. Ah, wir werden sterben. Nein, nein, wir werden tatsächlich sterben. Scheiße. Oh. Okay, aber diesmal haben wir hier wieder die volle Kontrolle über die Tasten. Boah, das war jetzt aber ein bisschen unfair. Hinfort mit euch. Bam. Der Dicke lebt noch. So. Komm her. Bam, bam. Bam. Und du auch noch. Bam. Okay, erste Welle haben wir wieder im Griff. Alles klar, dann schnappen wir uns jetzt mal hier ganz schnell Munition. So, so. Eieiei, seid ihr denn bescheuert hier? Blendgranate liegt. Bam. Pfeifen wir gerade noch eine, dann teilen die sich nochmal. So. Alles klar, und jetzt können wir nämlich drauf schießen. So. Okay, alles klar. Haben wir im Griff. Alles im Griff, nichts passiert. Gut, 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 gut. Okay, it's safe now. Oh, aber diesmal haben wir sie gerettet. Tatsächlich, jawohl, sie lebt. I'm gonna need those keys to the diner now. There's a motel key there. Ach nee, wir müssen ja erst noch... Oh, hey, you don't have to do that. I have the motel master key. I work for the same company, you know. Das war noch nicht die Stelle. What's at the motel? Well, there's a dead guy. He's got something I need to get into the Mount Redtooth Observatory. God, that's awful. Hey, you wanted to know about the guy who looked like you, didn't you? The last time you said he had a party, but you didn't go. No, that's not true. I did go. It was really great at first, and then... I didn't see it myself, but I hear he turned nasty. He hurt a bunch of guys pretty bad, and there was this girl, she died. But I didn't hear about that until afterwards. I thought that he was so charming. And then he went to the diner.
That's right. I wasn't involved. I wasn't involved with that at all. I don't know what happened. Fine. I need to check out these motel rooms. In the meantime, you stay here, okay? I'm serious. Keep the lights on and stay here. Yeah, okay. You got it. I sure hope you're right about this. You're gonna stay here this time, right? Because the last time I didn't, and that thing, whatever it is, happened to me. Yeah. I don't want you to get hurt again. Don't worry, I'm gonna stay put. I don't remember what happened exactly, but I learned my lesson. Good. It doesn't have to happen exactly the same way this time around. You proved that much when you went out and got those things for me. I think you're gonna be okay. Let's hope you're right. Alles klar. Gut, jetzt nehme ich aber doch mal hier diese schöne Nagelpistole wieder mit. Oh. Da habe ich schon Bock drauf. Die gefällt mir nämlich. So. 50 Schnegelhammer. Gut, wie war das jetzt? Wir haben... Oh nein. The memory of her own face haunts Emma Sloan and fills her with dread. This time, she does as she's told. It's not enough to save her. Verdammt. Oh, dabei wollten wir es doch richtig machen. Ah. Ja, okay, wir gehen jetzt erstmal hier nach rechts, weil da haben wir ja schon ewig lang eine Seite blinken sehen. Da kommen wir jetzt bestimmt langsam dran. So. Die arme Emma. Verdammt, aber wir konnten nichts machen. Scheiße, jetzt komme ich da gar nicht rein. Na, dann ist die Seite wahrscheinlich hier drin. Tatsächlich. So. Wie beim letzten Mal ist es aber leer hier drin. Okay. Lesen wir mal schnell. Wakes Freund. Tja, wer ist das jetzt? Thomas Zane? Alice and Barry, my wife and my best friend, are easily the two most important people in my life. And they've never really gotten along with each other. I suppose both of them resent the other's intrusions into what they considered their domain. After I was gone, they maintained an uneasy truce. My book stayed in print, still selling, the licensing machine churned away. She was my wife and controlled the intellectual property. He was my agent and took care of the business. I wish they found more common ground than that. Ja, das Leben muss ja weitergehen, ne? Da hat er schon irgendwie recht. Beziehungsweise die beiden in der Wirklichkeit haben recht. Warum sollte denn Barry nicht weiter an mir verdienen, wenn er so eine starke Lizenz hat, ne? Finde ich schon okay, hat meinen Segen. Und ja, wir checken die anderen Zimmer, ohne Zeit zu verplempern heute hier. Zack. Hier ist, glaube ich, schon die Leiche drin gewesen. Ja. Ah, dann will ich vielleicht nochmal in das andere Zimmer. Oh. Ist jetzt direkt weg, oder was? Nee, wir kommen trotzdem rein. Siehst du? Siehst du? Tja, aber hat uns sonst nichts gebracht, außer eine Leuchtpistolen-Munition-Hülse. Okay, people, it's Eddie Rodman here with a few hours to kill, and there's nobody I'd rather spend them with. Nobody else in the whole world. Oh boy, that'll land me in hot water when I get back home, won't it? Well, just in case my wife is listening, and you always are, aren't you, baby? Let me tell you, you are the exception, honey, and the prettiest lady I ever saw to boot. But I'd really like to spend some quality time with you listeners, because, well, tonight's one of those nights. You're sitting in the studio and you kind of forget how long it's been or what day it is. You just sit here and go through the motions. You might as well have been here forever. You keep talking, but you don't even know what you're saying. It's like you're on automatic. You can't stop the ride and get off. It's times like these that I really wish that somebody would just call in and relieve my boredom. How about it? Anybody? Come on now, help a fella out. Our lines are open. Ja, schade. Wir haben unser Mobiltelefon gerade nicht dabei, also können wir da jetzt nicht helfen. Oh ja, so ist das halt. Wo war denn jetzt das andere Zimmer? War das hier? Ja, alles klar. Okay, ich gehe hier hinten nochmal gucken. War das das letzte Mal auch schon offen? Oh, was ist das hier? Die Wand sieht ja ganz... Soll das so sein? Nee, ich glaube nicht. Sieht ganz komisch aus. Okay, gehen wir wieder raus. Soll nicht so sein.
Gut, dann checken wir mal die Leiche und dann geht's wahrscheinlich direkt weiter hier zur Sternwarte, wa? Ab geht's. Na, sieht so aus. It's said that nobody knows what the future might bring, but for this man, it's no longer entirely true. A weaker man might simply give up, but the champion of light is an expert on destiny. Sometimes the puppet and puppeteer can be one and the same. Oh, jetzt kommt tatsächlich hier wieder die gleichen Bilder wie schon mal. Mount Redtooth, its top littered with man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. So, da sind wir wieder. Mir ist das Spiel gerade abgestürzt, deswegen habt ihr da vielleicht einen Schnitt mitbekommen. Weiß ich noch nicht, wie gut ich das da geschnitten bekomme. Auf jeden Fall, wenn ihr es gemerkt habt, es tut mir leid, das Spiel ist abgekackt, aber jetzt sind wir wieder da und es geht hier nahtlos weiter. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. I better find Dr. Meadows' car. That's where the camera should be. Ja, wir wissen ja, wo es steht, ne? Aber ich habe hier gerade irgendwie eine Seite gesehen. Oh, 2 sehe ich schon auf dem Radar. Okay. Los geht's, Feuerwehrmann. Boah, diese Nagelpistole, die fetzt schon. Irgendwie schon geil. Oh, was war das? Da ist die Seite, okay, aber erstmal... Ach so, hier, so ein Freak wieder. Na, komm her. Du kriegst auch ein paar Nägel in deinem Brustkorb. So. Mal nachladen und wir lesen die nächste Seite. Was haben wir hier? Erfolg. Oh, das haben wir auch noch nicht gelesen. Oh, hier habe ich hier mal eine Seite nicht gelesen? Da müssen wir mal 2 Seiten lesen heute. Also Erfolg. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Ja, das ist ja irgendwie auch nichts Neues. Das kennt man ja aus etwaigen Filmen schon, ne? Oder auch aus der Wirklichkeit, dass Menschen mit zu viel Erfolg nicht klarkommen. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ja immer noch der Michael Jackson, auch wenn er sehr lange durchgehalten hat. So, aber hier jetzt wieder zurück zum Thema. Alan Wake, American Nightmare, die nächste Seite, eine neue Realität, Fragment 1. The atmosphere in the projection booth at the drive-in was charged, almost unreal. Despite that, the air felt cool and refreshing this late at night. It had been a hot day. The summer was nearing its end, but it wasn't over yet. Okay, das war wohl eine Seite aus dem Projektorraum, ich weiß es nicht. Okay, gut, jetzt haben wir da oben noch eine Seite. Neben der Munitionsbox. Mein Gott, wie viele Seiten das jetzt sind. Erst habe ich mich beschwert, dass wir keine finden und jetzt geht es hier halt wirklich Schlag auf Schlag, ne? Wo ist sie jetzt? Hallo? Die da oben? Müssen wir irgendwie da hoch? Kommen wir da hoch? Ich weiß es nicht. Ach, da liegt sie doch. Lol. Wieso habe ich das gerade nicht gesehen? So. Ja, gleich
gleich weiter. Dr. Meadows. When Dr. Rachel Meadows got the call from Michael, telling her to hurry to the observatory, she didn't waste any time. It had been a nice party. She'd had a good time, but her social life would always play second fiddle to the mysteries of space. Michael never showed up, of course. He pulled over at the wrong rest stop. She never even thought about him at the time. The phenomenon in the sky above her was too fascinating. Gut, gut. Bisschen Munition mitnehmen und dann holen wir uns noch schnell diese Linse oder was auch immer das war. Und ein Verstärker oder keine Ahnung, was haben wir denn da eigentlich eingesammelt? Dumm. Geht's jetzt direkt hier zum Parkplatz. Ist das ein bisschen dunkler wie das letzte Mal hier oder täusche ich mich da nur? Ich glaube schon, ne? Ah. Ist ja voll der Schisser hier. Da liegt wieder eine Seite. Wo rennt der denn hin? Boah. Verdammt. Blöder Penner. Da liegt auch noch eine Seite. Oh, jetzt liegen hier überall Seiten. Mann. Ich glaube, hier waren wir das letzte Mal noch gar nicht drin, ne? Ich höre da noch einen. Das täuscht, wa? Okay, Seite. Kosmologische Wahrheit. There are places where our world is worn thin, and another reality brushes against ours. One such site is Cauldron Lake near Bright Falls, Washington. But there are others. That other reality is dark, vast, and malleable, always in flux. In its depths dwell vast forces and alien energies. They're dangerous. But in one of these places, if you know how, you can channel the power of that place and use it to shape reality. Okay. Oh, hier, die Kiste. Geil, da kommen wir rein. Ja, ich glaube, die mag ich mal mitnehmen. Nice, so ein Snipergewehr aus dem... Ist das so eine Springfield? Könnte sein, oder? Ich weiß es nicht. Oder ist das so ein Jagdgewehr, so ein modernes? Ah, ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall wollen wir hier diese... Ach, hier steht auch das Auto von der. Wieso steht denn das hier jetzt? Das hätte doch eigentlich oben bei den Spinnen stehen müssen, oder? Naja, egal. Haben wir das Ding jetzt schon gefunden. Das soll uns nicht stören, oder? The darkness. The darkness rose from the depths of Cauldron Lake and took Alice. It needed words. It needed me to write its way into our world. She was leverage, a hostage. I complied, but with a twist. I put in a loophole that gave me a chance to fight back. I was hunted by shadowy enemies, but I faced the darkness. I fought it with light. I drove it back. I saved Alice, but it came with a cost. I was trapped in the dark place below Cauldron Lake. Ja, das erklärt ja nochmal so ein bisschen das Hauptspiel. Wer hier zu American Nightmares reingeschalten hat, den kann ich nur empfehlen. Guckt euch auch mein Alan Wake Let's Play an, damit hier die Zusammenhänge auch besser verständlich sind. So, da haben wir die Linse oder was auch immer. Na, jetzt kommen doch bestimmt Spinnen, oder? Kommen ja keine Spinnen? Na, komm, Spinnen. Wäre doch gelacht. Ja, vielleicht unsere Nagelpistole. Ja, nur zwei. Ja, das passt soweit, dann können wir da auch mal hochgehen. Na, denkst du? Wow, wow. Die halten aber viel aus. Da brauche ich doch eine andere Waffe, glaube ich. Eieieiei. Na komm. Komm her! Du Drecksack! Du hast doch einen Vogel. Ah, den hatten wir schon, ne? War nicht mehr witzig. So. Ja, da muss ich jetzt hier noch außen rumlaufen. Immer schön mal auf den Radar gucken, ob da irgendwo eine Seite liegt. Nicht, das wird da was vergessen, wa? Dumm da du. Ah, Alan, jetzt mach hier nicht schlapp. Sollte ich nochmal dahinter gehen, aber eigentlich blinkt da nichts, oder?
Ach so, hier, das ist wieder der andere Parkplatz, wo ich eigentlich mit den Spinnen gerechnet habe, aber da stehen noch ein paar Flashbangs, die nehme ich mir mit. So. Wisst ihr, genau, wir sollten auch mal hier unsere Flares mal benutzen. Da bin ich jetzt schon an vielen vorbeigelaufen, die wir gar nicht mehr einsammeln konnten. So, nochmal hier Rabenmänner. Da nehmen wir jetzt mal hier unser Snipergewehr. Bam! Bam! Oh, das lädt aber lang nach. Lol, was war das denn jetzt für ein Angriff? So, okay. Und gleich rein, ne? Ja, stopp, Seite. Nicht. Du sollst die Seite nehmen. So. Die Natur von Geschichten. Stories come naturally to us. We can't help it. There are many different worlds, many competing realities within our heads, fueled by books, television, even barely remembered childhood tales. There's an endless supply of fictional concepts more familiar to us than anything or anyone real. We have a far greater connection to the fictional characters we know and love than the random people we pass on the street. Our destinies and inspirations are shaped by lies, myths, and fables. Ja, das ist halt der menschliche Geist, ne? Da kann man lang drüber philosophieren. Sollte ich da nochmal rumgehen? Nein, sollte ich nicht. Wir haben ja gelernt, dass wir uns eigentlich nur an den Weg halten müssen und dann kriegen wir eigentlich alles in den Schoß gesteckt. I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Cool, die erinnert sich also auch noch an uns. Der Fernseher ist auch wieder an. Ja, gibt's wieder eine coole Szene hier mit Scratch. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? Was für ein kranker I want Typ, you ey. to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Er kann halt auch nicht anders, ne? Er ist halt unser böses Abbild, unser konzentriertes Böses. Und ja, kann man ihm wohl gar nicht böse sein, ne? Weil, lol, wir können dem Bösen nicht bösen sein. Na, aber er ist halt dafür vorgesehen, er ist so erschaffen worden, ne? Pech gehabt. Forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed.
Bildverarbeitungssystem war das, keine Linse oder so. I think we can give this a go, although I have this strange feeling that something Don't will go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Ja, ich denke, das ist keine schlechte Idee, dass wir da mal hochgehen, weil wenn ich schon wieder auf die Uhr gucke, ist ja die Zeit leider schon wieder vorbei hier. Verdammte Scheiße. Dann erklären wir ihr noch die ein, zwei Sachen und ja, machen da noch ein Päuschen und dann geht es halt beim nächsten Mal wieder weiter. So, gehen wir mal hier rein. Jetzt wieder hier kleines I Schwarze don't an. quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja-vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Ja, war das jetzt hier ein Kontrollpunkt? Ich brauche hier einen Kontrollpunkt, damit ich dann beim nächsten Mal weitermachen kann. So, wenn ich jetzt einfach ausmache, dann würde ich das ja hier nochmal machen müssen. Gehe ich nochmal schnell runter und wir stellen uns in irgendeinen so einen Scheinwerfer, ne? Dumm-di-dumm-di-du. So. Treppe runter. Wo geht's denn eigentlich da? Achso. Wo geht's denn da hin, wollte ich gerade sagen. Aber natürlich, da geht's doch raus. Lol. Dumm-di-du, da-di-da-da. Kontrollpunkt erreicht. Alles klar. Dann werden wir hier jetzt Schluss machen und vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich wieder über Kommentare. Wenn ihr was zu sagen habt, wäre super. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ja, bye bye. Euer Längster.